Heute meistern wir ein Thema, das vielen von uns Schweißperlen auf die Stirn treibt. Der Tierarztbesuch. Er ist stressig für die Vögel und er ist stressig für uns. Doch viele Fehler, die den Stress unnötig erhöhen oder sogar die Diagnose erschweren, lassen sich erstaunlich leicht vermeiden. Damit der nächste, hoffentlich noch ferne Tierarztbesuch reibungsloser gelingt, gehen wir heute die ultimative Checkliste durch, damit wir diese Fehler ab sofort nicht mehr machen. Nummer eins: Die Terminetikette. Das klingt banal, aber die Realität in den Praxen zeigt, Höflichkeit und Zuverlässigkeit ist ein Riesenproblem. Nicht auf Seiten der Tierärzte, nein, bei den Patienten bzw. ihren Haltern. Deshalb Regel Nummer eins: Melde deine Vögel rechtzeitig an. Und ganz wichtig, teile der Praxis schon am Telefon mit, warum du kommst und wie viele Vögel du mitbringst. Nichts ist frustrierender für ein Praxisteam, als wenn statt dem einen angemeldeten Wellensittich mit Durchfall plötzlich der ganze Schwarm zur Vorsorgeuntersuchung auf der Matte steht. Das sprengt jeden Zeitplan. Mein Tierarzt kooperiert mittlerweile mit einer App, die ganz praktisch ist. Ich werde jetzt nicht verraten, welche, weil ich keine Schleichwerbung machen will. Aber das Prinzip wird bei anderen bestimmt ähnlich sein. Man kann seine Haustiere und sozusagen den Hausarzt hier hinterlegen und direkt einen Termin online vereinbaren. In dem Formular können erste Infos zu Symptomen eingegeben werden. Und je nachdem, was man eingibt, kommt so ein Alert, dass man einen Notfalltermin vereinbaren sollte, weil die Symptome auf eine lebensbedrohliche Erkrankung hinweisen. Für Vögel ist die Auswahl noch nicht perfekt, aber man kann auch Freitext ergänzen oder bestimmte Felder einfach überspringen. Der Vorteil: Du siehst direkt, welche Termine noch frei sind und kannst den Termin, wenn es denn kein Notfall ist, besser planen. Aber in dringenden Fällen solltet ihr lieber anrufen. Ähnlich wie beim Hausarzt planen auch Tierärzte immer einen kleinen Puffer für Notfälle ein. Ich konnte bisher immer auch zwischendurch kommen und musste meist sogar nicht super lange warten, obwohl am Telefon immer betont wird, man muss Wartezeit mitbringen. Ganz wichtig, und ich finde es traurig, dass man das mittlerweile betonen muss: Falls du einen Termin doch nicht wahrnehmen kannst, immer absagen. Und zwar rechtzeitig, nicht erst 10 Minuten vor dem Termin. Jemand anders wartet vielleicht dringend auf diesen Zeitslot. Nummer 2: Der richtige Patient und sein Anhang. Das hier klingt vielleicht noch absurder, aber es scheint ein Klassiker in der Tierarztpraxis zu sein. Du willst den kranken blauen Wellensittich unter, in meinem Fall, 5 blauen Wellensittichen einfangen. Und natürlich bist du im Eifer des Gefechts den falschen und bringst einen kerngesunden Vogel in die Praxis. Gerade bei Vögeln, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen, wie bei meinem Kirby und Yoshi, gilt: Identifiziere den Vogel, den du zum Tierarzt bringst, zweifelsfrei, bevor du zu dem Tierarzt fährst. Ich nutze das Einfangen meistens auch noch zu einem kleinen Check und wiege den Vogel. In der Zeit sollte jeder Vogelhalter erkannt haben, ob er den richtigen Vogel eingefangen hat. Im Idealfall habt ihr den Patienten sowieso schon in Quarantäne gesetzt und könnt direkt entspannt losziehen. Oft kommt die Frage: Muss der Partnervogel mit? Ich würde sagen, nein, denn der kranke Vogel braucht Ruhe und man sollte den gesunden Partnervogel nicht ohne Grund stressen. Vor allem, wenn es ein erster Besuch ist, um festzustellen, welche Krankheit der Vogel hat. Zeigen aber mehrere Vögel die gleichen Symptome, sollte man natürlich überlegen, auch diese beim Tierarzt vorzustellen, aber vielleicht nicht beim allerersten Termin. Die meisten Vögel werden durch die kurze Trennung weniger gestresst, als wenn ihr sie einfangt und mit zum Tierarzt schleppt. Vor allem, wenn sie vorher noch nie dagewesen oder im Auto mitgefahren sind. Wenn ihr mehrere Vögel mitnehmt, dann in getrennten Käfigen oder Transportboxen, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken. Sind mehrere erkrankt und zeigen die gleichen Symptome, müsst ihr sie nicht unbedingt trennen, aber solltet auf jeden Fall vorher mit dem Tierarzt besprechen, wie viele behandelt werden müssen. Deswegen würde ich immer erst einmal einen untersuchen und testen lassen, wenn es sich zum Beispiel um eine ansteckende Infektion oder ein Virus handelt, und dann mit dem Tierarzt das weitere Vorgehen für den Schwarm besprechen. Ich hatte zum Glück bisher nicht das Problem, dass mehrere Vögel gleichzeitig krank waren. Aber der Hefepilz Megabakterien kann potenziell einen ganzen Schwarm dahinraffen, genauso wie die früher so gefürchtete Psittacose. Apropos Transport.
Das bringt uns zu Nummer 3, die Transportlogistik. Am besten ist natürlich, wenn ihr statt des Quarantänekäfigs eine kleine Transportbox oder einen Transportkäfig mitnehmen könnt. Der Vorteil hier, ihr könnt das Transportmittel an die Symptome anpassen. Ein Vogel, der sich kaum noch auf der Stange halten kann, ist in einer niedrigen Transportbox ohne Sitzstange viel besser aufgehoben. Dort kann er stehen und muss nicht krampfhaft versuchen, immer wieder auf die Stange zu steigen. Außerdem ist die Fallhöhe in einem Käfig viel höher und der Vogel könnte sich verletzen. Auch beim Bremsen, wenn ihr mit dem Auto fahrt, besteht die Gefahr, dass er stürzt und sich verletzt. Eine Alternative sind weiche Textilkäfige. Und bei den kleinen Transportkäfigen könnt ihr den Boden mit Küchenpapier polstern. So steht der Vogel auch nicht in seinem eigenen Kot, wenn er zum Beispiel Durchfall hat. Im Sommer solltet ihr bei langer Wartezeit vielleicht auch einen kleinen Wassernapf mitnehmen, den ihr beim Tierarzt befüllen könnt. Etwas Kolbenhirse als Snack und Comfortfood nach der Behandlung kann auch nicht schaden. Und vergesst bei kalten Temperaturen nicht, die Box mit einem Handtuch oder Küchentuch vor Wind und Regen abzuschirmen. Der Textilkäfig hat da natürlich einen Vorteil, denn im Innern ist es kuschelig warm. Nummer 4, der Informationstransfer. Der Tierarzt ist kein Hellseher. Er braucht genauso Fakten und Details wie jeder andere Arzt auch. Im Notfall bist du natürlich aufgeregt und vergisst die Hälfte zu sagen oder zu fragen. Hilfreich ist da eine Checkliste und Infos, die du vorher zusammengestellt hast. Wie gesagt, in der App kann man diese Infos auch direkt an den Tierarzt übermitteln. Hier nur ein grober Überblick, wie diese Checkliste aussehen könnte, anhand der Fragen, die ich auch schon häufiger von meinem Tierarzt gestellt bekommen habe. Seit wann genau bestehen die Symptome? Wie sieht der Kot aus? Pro-Tipp: Leg am Morgen ein frisches Blatt Backpapier unter den Schlafplatz der Vögel oder nimm gleich ein Röhrchen mit Kotproben mit zum Termin. Bekommen die Vögel neben Körnerfutter auch Frischkost oder Zusätze wie zum Beispiel Vitaminpulver? Wurde etwas an der Ernährung geändert? Haben andere Vögel ähnliche oder dieselben Symptome? Halten sich die Vögel meistens drinnen auf oder haben sie Zugang zu einer Außenvoliere? Gibt es Atemgeräusche? Kannst du sie beschreiben? Gab es Veränderungen im Umfeld, neue Vögel, neues Spielzeug? Und vermeide den absoluten Kardinalfehler. Du schickst jemanden zur Praxis, der nur der Fahrer ist. Wenn dein Partner, deine Partnerin oder ein Tiersitter den Vogel bringt, müssen sie alle relevanten Informationen haben. Der Klassiker ist zum Beispiel: Wie alt ist der Vogel? Jedenfalls die Antwort, das weiß ich nicht, auf die Frage, hat er gefressen, hilft niemandem weiter. Nummer 5, das Zögern. Einer der größten und fatalsten Irrtümer ist das Abwarten und nicht wahrnehmen, wie schlecht es dem Vogel tatsächlich geht. Wie oft habe ich mich schon bei dem Gedanken erwischt, vielleicht wird es ja besser. Ob man nun sparen will, Tierarztbesuche können nämlich wirklich schnell ins Geld gehen, schon allein wegen der Laborkosten, oder durch den Stress bei der Arbeit oder zu Hause keine Zeit und Ruhe für einen Tierarztbesuch hat. Das Hinauszögern des Unausweichlichen ist wirklich keine gute Idee, denn die Vögel sind als Beutetiere wahre Meister im Tarnen und Täuschen. Sie spielen wirklich bis zum bitteren Ende dem Schwarm, auch euch als Heimvogelhalter, vor, wie gesund sie sind. Und da die Vögel uns leider nicht sagen können, wie miserabel sie sich fühlen, spielen wir mit dem Feuer, wenn wir zu lange warten. Denn die Vögel verlieren durch ihren schnellen Stoffwechsel sehr schnell an Gewicht. So kann eine eigentlich harmlose Kopfentzündung oder Virusinfektion schon einmal lebensbedrohlich werden. Zögern kann das Leben eures geliebten Vogels kosten. Vor allem da am Wochenende der Notdienst meist rar ist und man im Extremfall an einen Arzt geraten kann, der nicht vogelkundig ist. Oder schlimmer, kilometerweit in die nächste Vogelklinik fahren muss, was puren Stress für dich und den kranken Vogel bedeutet. Ganz zu schweigen, dass bei Notfällen außerhalb der Praxiszeiten oft der dreifache Satz abgerechnet wird, was die Tierarztkosten natürlich explodieren lässt. Und am Wochenende können auch keine Laborproben eingeschickt werden. Geht also lieber sofort bei den ersten Anzeichen einer Krankheit zum Tierarzt. Und falls ihr unsicher seid, zu diesem Thema habe ich schon mehrere Videos gemacht. Ich verlinke euch hier einmal das Basic-Video mit den wichtigsten Krankheitsanzeichen. Nummer 6, der Realitätscheck.
Die Kosten-Nutzen-Frage ist für jeden Tierhalter ein schwieriges Thema. Gerade bei Wellensittichen sind viele, auch Bekannte von mir, die andere Tiere wie Katzen oder Hunde halten, verwundert, wie viel Geld ich bereit bin, für meine Vögel beim Tierarzt zu bezahlen. Meist ist schon eine einfache Behandlung teurer oder kostet genauso viel, wie einen neuen Vogel aus der Tierhandlung zu holen. Und nimmt man Inserattiere oder Vögel aus dem Tierheim auf, ist das sogar umsonst. Aber wenn man so denkt, sollte man sich vielleicht gar kein Haustier zulegen. Für mich sind die kleinen Vögel Teil der Familie. Sicher, nicht auf der gleichen Stufe wie Kinder oder Geschwister, aber ihr würdet eurem Onkel oder eurer Oma doch auch nicht die beste medizinische Versorgung vorenthalten wollen, oder? Ihr solltet euch dennoch ein Limit setzen, weil es gibt wirklich viele Behandlungskosten, die auch bei Wellensittichen und anderen Kleintieren teuer sind. Gerade Tierärzte, die auf Vogelmedizin spezialisiert sind, werden euch viele Behandlungen vorschlagen können, die andere Kleintierärzte vielleicht gar nicht vorschlagen würden. Entweder weil ihnen die Ausrüstung fehlt, wie zum Beispiel eine Laboruntersuchung, oder weil sie schlicht nicht die Kapazitäten haben, wie eine stationäre Behandlung mit Fütterung über Kropfsonde. Und gerade bei der Diagnostik, wie einem Röntgenbild, einer Kotprobe oder dem Kropfabstrich, solltet ihr immer abwägen, ob das wirklich nötig ist für eine erfolgreiche Behandlung. Es ist auch völlig legitim, sich erst einmal zu orientieren, wie teuer so eine Behandlung werden kann. Denn die Gebühren richten sich nach der Gebührenordnung für Tierärzte, GOT. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dann fallt wenigstens nicht aus allen Wolken, wenn ihr zur Kasse gebeten werdet. Das Schlimmste für mich ist jedoch immer, sich darauf vorzubereiten, dass der Vogel vielleicht nicht mit euch zurückkommt, sei es, dass er für eine stationäre Behandlung da bleiben muss oder ihr im schlimmsten Fall von dem Vogel für immer Abschied nehmen müsst. Leider kann das manchmal eine Überraschung sein, wenn ihr die Schwere der Symptome einfach nicht wahrhaben wolltet. Ich habe das Glück, dass meine Tierarztpraxis mich schon ziemlich gut kennt und mir auch einmal ein oder mehrere Tage Zeit gibt für die Entscheidung. Denn es fällt nicht leicht, sich einzugestehen, dass man seinem geliebten Vogel nicht mehr helfen kann und nur noch sein Leid verlängert mit der Behandlung. Eines der vielen kleinen Dinge, die eine sehr gute Tierarztpraxis von einer guten oder mittelmäßigen unterscheidet. Nummer 7: Die Wertschätzung. Noch ein letzter Punkt, der so oft vergessen wird: Wertschätzung. Tierärzte und ihre Teams kämpfen jeden Tag darum, unsere liebsten Gefährten zu heilen und vor dem Schlimmsten zu bewahren. Sie sehen viel Leid und müssen schwere Entscheidungen treffen. Dabei stehen sie oft unter enormem Druck, denn nicht jeder ist bereit, viel Geld für die Rettung seines Tieres zu bezahlen oder kann sich nicht damit abfinden, dass keine richtige Diagnose oder Behandlung gefunden werden kann. Ein Danke und etwas Rücksicht ist da das Mindeste, was man in einer Praxis verlangen kann. Ich finde es, auch wenn ich mich selber daran noch nicht beteiligt habe, zum Beispiel super, dass in meiner Tierarztpraxis Dutzende Bilder von glücklichen Tierhaltern hängen, deren Tiere erfolgreich behandelt wurden. Auch wenn viele von diesen Hunden, Katzen, Kaninchen und Vögeln vermutlich schon das Zeitliche gesegnet haben. Das ist eine wunderschöne Geste, die dem Team zeigt, dass ihre Arbeit gesehen wird und etwas bedeutet. Also bevor ihr euch das nächste Mal über die hohe Tierarztrechnung ärgert, denkt daran: Tierärzte haben einen harten Job und verdienen ein wenig Wertschätzung, egal in welcher Form. Neugierig wie unsere Wellies? Lasst uns unser Wissen teilen, damit wir jede Woche etwas Neues über unsere kleinen Federbälle lernen.